Hallo, schön, dass ihr wieder bei TUS Kochtour eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne euch in diesem Video diese Ostereitorte zeigen. Die Torte besteht aus einem ganz einfachen Wunderkuchen und die Dekoration ist auch recht einfach. Und nun zeige ich euch die Zutaten, was ihr dazu benötigt. Für den Teig braucht ihr 4 Eier, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 200 Gramm Mehl, 200 Milliliter Öl, 200 Gramm Zucker, 200 Milliliter Mineralwasser, dann habe ich hier ein Päckchen Backpulver und 50 Gramm Speisestärke. Als erstes die Eier mit dem Zucker weißcremig aufschlagen, dann nach und nach das Öl, Mineralwasser hinzufügen und verrühren. Mehl, Speisestärke, Backpulver sieben und unterheben. Zuletzt dann die Haselnüsse dazugeben und leicht unterheben. Damit der Teig nicht in der Form kleben bleibt, habe ich jetzt die Metallschüssel mit Backpapier ausgelegt, die Metallschüssel auf das Backpapier legen und den Radius einzeichnen. Anschließend dann das Backpapier einschneiden, damit es besser in der runden Metallschüssel liegt. Nun den Teig in die Metallschüssel geben und bei 170 Grad für ca. 1 Stunde und 10 Minuten backen. Am besten ihr macht einfach die Stäbchenprobe. Den Teig habe ich jetzt insgesamt zweimal gebacken in der Metallschüssel mit einem Durchmesser von 20 cm und dann habe ich ihn noch einmal in einem Backring auch mit einem Durchmesser von 20 cm. Nun den Teig aus der Form herausnehmen und abkühlen lassen. Den Teig habe ich jetzt einen Tag davor schon gebacken und er lässt sich halt eben am nächsten Tag besser schneiden. Nun werde ich jetzt die Nougat-Buttercreme vorbereiten und wir brauchen dafür 2 Eiweiß, 60 Gramm Zucker, 125 Gramm weiche Butter, 125 Gramm Nougat. Zuerst werde ich dann das Eiweiß mit dem Zucker über dem Wasserbad erhitzen. Die Schüssel darf nicht das Wasser berühren, also es soll nur durch den Dampf erhitzt werden. Unter ständigem Rühren dann auf 80 Grad erhitzen. Nun die Eiweißmasse in die Rührschüssel geben und so lange aufschlagen, bis sie einer Baisermasse ähnelt. Die Masse dann so lange aufschlagen, bis sie wieder Zimmertemperatur erreicht hat. Dann erst die Butter stückchenweise hinzugeben und zuletzt nun den weichen Nougat, den ich bereits auch über einen Wasserbad geschmolzen habe. Anschließend werde ich dann die Vollmilchganache zubereiten und für die Vollmilchganache braucht ihr 500 Gramm Vollmilchkuvertüre und 200 Milliliter Sahne. Die Sahne zum Aufkochen bringen und vom Herd nehmen. Schokolade darin verrühren, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Die Ganache dann gut abkühlen lassen. Nachdem alles dann vorbereitet ist, werde ich jetzt die Torte zusammensetzen. Zuerst die Böden jeweils zur Hälfte schneiden. Da meine Metallschüssel rund war, werde ich am unteren Rand etwas Teig wegschneiden, damit es einen besseren Halt hat. Anschließend eine Kaperplatte nehmen, mit Buttercreme bestreichen und den ersten runden Boden darauf legen. Dann den ersten Boden mit Buttercreme bestreichen, den zweiten Boden darauf geben und wieder mit Buttercreme bestreichen.
Nun den Teig vom Backring nehmen und darauf legen. Wiederholt den Vorgang, bis der letzte Teig mit der runden Kuppel verbraucht wird. Anschließend gebe ich dann die Torte für ca. 15 Minuten in den Kühlschrank. Nachdem alles jetzt gekühlt ist, werde ich mir die Torte zu einem Ei zurechtschneiden. Den Rest nicht wegwerfen, ihr könnt daraus gut Cake Pops machen. Dann die Torte mit Ganache einstreichen. Also die erste Schicht muss auch nicht perfekt aussehen, da ja die erste Schicht nur zur Krümelbindung dann dient. Die Torte dann wieder für ca. 15 bis 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Zuletzt dann die restliche Ganache um die Torte verstreichen und ca. 1 bis 2 Stunden den Kuchen wieder kühl stellen. Nachdem die Torte jetzt kühl gestellt wurde, die Torte nun mit gelbem Fondant eindecken. Den gelben Fondant noch mit etwas weißem Fondant und gleichmäßig einkneten, um dadurch einfach einen Marmoreffekt zu erhalten. Nun die Torte dann mit etwas Backtrendspray besprühen und den Fondant herüberstülpen. Anschließend den Fondant mit einer Hand langsam von oben nach unten und mit der anderen Hand den Fondant etwas wegziehen, damit es keine Falten ergibt. Nun zu der Dekoration und für das Gras brauchen wir Puderfarbe in hellgrün, Pastenfarbe in dunkelgrün und weiß. Die Farbe dann eventuell mit Alkohol verdünnen. Den unteren Rand von der Torte jetzt mit Gras bemalen. Anschließend dann die Gänseblümchen vorbereiten und dafür braucht ihr weißen Fondant, gelben Fondant, CMC und Blütenausstecher. Zuerst den Fondant mit CMC einkneten, ausrollen und mit dem Blütenausstecher ausstechen. Damit die Blüten wie Gänseblümchen aussehen, mit einer Schere die Blütenblätter einschneiden und zuletzt mit gelbem Fondant den Blütenstempel modellieren. Den Blütenstempel dann mit etwas Zuckerkleber kleben und dann auf eine Alufolie legen und austrocknen lassen und anschließend dann ja auf die Torte dann ankleben. Zuletzt dann den Hasen modellieren und dafür braucht ihr braunen Fondant, hellrosanen Fondant,
dunkelrosanen Fondant, schwarzen Fondant und weißen Fondant.
So sieht jetzt die Ostereitorte aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch allen eine schöne und erholsame Osterfeiertage und bis nächste Woche. Tschüss!